Bin ich gut zu sehen? Richtig gut? Ja. Anne Siebert, ich liebe dich! Ach, will ich nicht, dass die Kluft zwischen uns aufs Neue aufreißt. Tja, tut mir leid, Vater. Wenn du an dieser Entscheidung festhältst, musst du sie alleine tragen. Ist das dein letztes Wort? Ja. Zusammenarbeit setzt Vertrauen voraus. Ich vertraue dir, Ansgar. Dann hättest du die Entscheidung nicht nach meinem Rücken getroffen. Ich hatte keine Wahl. Ich musste schnell entscheiden und das habe ich getan. Dann wünsche ich dir viel Glück, Vater. Schade. Ich hätte dich sehr gerne an meiner Seite gesehen. Wir sehen uns, Vater. Ehrlich, soll er sein Mist doch alleine machen? Hier geht es um mehr als um die Firma, Konstantin. Ja, die Familie. Du verstehst es nicht. Ja, wie denn auch? Ich kenne meine Familie nicht. Wir sind deine Familie, Konstantin. Vergiss das nicht. Und sowas gibt man nicht ohne weiteres auf. Paul, bitte, komm da runter. Die Leute gucken schon. Lass sie doch gucken, mir egal. Können alle wissen, dass wir zusammen sind. Jetzt komm schon. Du bist so ein Spinner. Vorsicht, sonst gehe ich gleich wieder rauf. Weißt du, wie sehr ich dich liebe? Wir bleiben immer zusammen. Uns kann nichts mehr trennen. Da scheint jemand was dagegen zu haben. Wer ist das denn? Oh nein. Er geht nicht ran. Ja? Doch. Hallo, Paul. Ich wollte nur hören, wie es läuft. Super, ist ganz toll hier. Ich soll dich ganz lieb von Anna und Lisa grüßen. Wie habt ihr gespielt? Aber ja, und wir drücken dir auch alle die Daumen. Danke. Ja, das erste Spiel haben wir gewonnen. War ganz knapp. Jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Glaubst du, ihr gewinnt das Turnier? Ja, ist schwer zu sagen. Die anderen Teams sind auch nicht schlecht. Du, ich muss jetzt echt Schluss machen. Wir sind wieder dran. Tschüss. Wann glaubst du, kommst du nach Hause? Aufgelegt. Was hat er gesagt? Ja, nicht viel. War so kurz angebunden. Ja, ist doch klar, wenn er gerade mit den Jungs zusammen ist, dann will er doch nicht mit der Mama telefonieren. Ich wollte nur hören, wie es ihm geht. Ja, Mama. Ich glaube, Sie haben nichts gemerkt. Dann ist doch gut. Nein. Ich habe keinen Bock mehr, Susanne anzulügen. Das ist nicht fair. Schön. Schön. Du kannst jetzt Schluss machen. Was, schon? Da ist ja nicht viel los. Was hast du mit deinem Handy, hä? Ich warte auf einen Anruf von Nico. Sie hat sich seit 2 Tagen nicht gemeldet. Dann ruf du sie doch an. Das habe ich schon 4-mal. So ein Fotoshooting, das ist aufwendig. Zeitaufwendig. Man kann sich auch zwischendurch trotzdem mal melden. Wer weiß, vielleicht tröstet sie gerade irgendeinen Holländer, der immer noch wegen der verpatzten WM heult. Danke, Alter, ich lach später. Was denn? War doch komisch. Gesundheit. Was hat denn der? Das nennt man wohl lieb. Macht einen das zur Spaßbremse? Oh, wenn es bei dir schon was länger her ist, solltest du das eigentlich noch wissen. Und was willst du jetzt machen? Tja, keine Ahnung. Golf spielen, mein Handicap verbessern. Oder wir fliegen doch noch nach Bali und heiraten am Strand. Ansgar, wir wissen doch beide, dass du ohne deine Arbeit nicht glücklich bist. Ach, die Holding geht sowieso den Bach runter. Dein Vater wird schon wissen, was er tut. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Wir hätten nur ein paar Randbereiche abstoßen müssen.
Naja, zu spät. Ich bin draußen. Und wenn du noch mal mit ihm redest? Ach, das habe ich doch schon versucht. Er hört nicht auf mich. Hätte ich ihm bloß mal die Holding nicht zurückgegeben. Johannes meint das bestimmt nicht persönlich. Aber wenn er davon überzeugt ist, dass er... Natürlich ist das was Persönliches. Er vertraut mir nicht. Vielleicht bildest du dir das auch nur ein? Ja, sicher. Und deswegen glaubt mein Vater auch, dass ich die Informationen an den Betriebsrat weitergegeben habe. Wer soll's denn sonst gewesen sein? Tanja, wie schön. Solltest du das nicht am besten wissen? Ich? Nein, wieso? Es tut mir wirklich leid, dass du dich mit deinem Vater deswegen streitest. Ja. Mir tut wirklich leid, dass du offenbar den Weg über den Dienstboteneingang nicht mehr findest. Ich hab's dir gleich gesagt, Ansgar. Du und dein Vater, das geht niemals gut. Gute Nacht. Ja. Schlaf schön. Lass dich bloß nicht von dieser Frau provozieren. Das Schlimme ist, sie hat ja recht. Und Ihre Getränke? Danke sehr. Hey, was ist los mit dir? Denkst du noch an Susanne, weil du sie angelogen hast? Ja, das hat sie nicht verdient. Ich fühle mich wirklich schlecht dabei. Sie hat mir erzählt, dass sie sich immer auf dich verlassen konnte. Wir haben ja auch eine Menge durchgemacht. Was meinst du? Willst du das wirklich hören? Ja, natürlich. Ich will alles über dich wissen. Ja, du weißt doch, Susanne hat mich adoptiert. Meine richtige Mutter ist gestorben in Argentinien. Sie hatte einen Unfall. Eigentlich nichts Großes. Ein paar Platzwunden. Als sie ins Krankenhaus gekommen ist, haben sie ihr vorsichtshalber eine Bluttransfusion gegeben. Dummerweise war die Bluttransfusion HIV-infiziert. Oh mein Gott. Sie lag lange im Krankenhaus. Weißt du, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich sie besucht habe. Ich habe gesehen, wie sie immer schwächer wurde. Und eines Tages bin ich hingekommen. Da war ihr Bett leer. Sie war einfach weg. Es tut mir so leid. Susanne war die beste Freundin meiner Mutter. Sie hat sich immer um mich gekümmert. Und als ich dann in ein Waisenhaus sollte, da hat sie mich adoptiert. Und dein Vater? Den habe ich gar nicht kennengelernt. Meine Mutter hat auch nie gern über ihn gesprochen. Ich bin das Ergebnis eines One-Night-Stands. Warum hast du davon nie erzählt? Das sind keine schönen Erinnerungen. Ich bin froh, wenn ich nicht dran denken muss. Was du mit deinen 17 Jahren erlebt hast, das müssen andere in ihrem ganzen Leben nicht durchmachen. Dafür bin ich jetzt glücklicher als andere. Weil ich mit dir zusammen bin. Und ich hoffe, das bleibt so. Fußball fängt gleich an. Möchtest du auch ein Stück? Schmeckt aber nicht besonders. Egal, Hauptsache fettig. Bier? Nö, danke. Läuft das Spiel schon? Fängt gleich an. Pizza. Hat sich Nico inzwischen gemeldet? Nein, sie zieht wahrscheinlich noch mit ihrem Oranje-Fan durch Amsterdam. Entschuldige, der Spruch vorhin, das war ein Witz, tut mir leid. Ja, das fällt dir früh auf. Glaubst du nicht, du nimmst es ein bisschen zu ernst? Zu ernst. Ja, Liebe ist was ganz Wunderbares. Aber das muss man auch locker sehen können. Das mit Nico, das ist keine Affäre, das ist ernst. Deswegen ja. Und bei den Frauen weißt du nie, woran du bist. Und dann läuft's falsch und dann stehst du da. In deinem kurzen Hemd. Schön, dass du dich so gut mit Frauen auskennst. Also, was Frauen betrifft, ist dein Bruder immer noch Profi. Auch wenn er den Job nicht mehr macht. Ist Frauenversteher jetzt ein Beruf, oder was? Du weißt nicht... Was weiß ich noch nicht? Sag schon. Ich war mal Callboy. Gut, es ist alles wie besprochen. Wenn Sie dann bitte unterschreiben würden. Aber selbstverständlich, alles andere besprechen Sie dann bitte mit meinen Anwälten.
Bitte sehr. Ich begleite Sie noch zu unserer Rechtsabteilung. Ansgar. Störe ich? Nein, wir sind gerade fertig. Ich nehme an, es ging um den Kredit? Du kommst zu spät, Ansgar. Ich habe gerade unterzeichnet. Ja, ich hatte nicht vor, dich davon abzuhalten. Heißt das, du hast deine Meinung geändert? Nein, ich halte den Kredit nach wie vor für falsch. Es macht keinen Sinn, weiter darüber zu diskutieren. Deshalb bin ich auch nicht hier. Sondern? Vater, es geht um mehr als um diesen Kredit. Es geht um uns. Tatsächlich. Wir müssen endlich aufhören, gegeneinander zu arbeiten. Und das sagst ausgerechnet du. Vater, ich habe keine Pläne an den Betriebsrat weitergegeben. Außer uns beiden war niemand eingeweiht. Tanja muss von dieser ganzen Geschichte irgendwie Wind bekommen haben. Vater, sie will einen Keil zwischen uns treiben, aber das dürfen wir nicht zulassen. Wie auch immer. Was willst du? Steht ein Angebot noch, dass wir die Firma gemeinsam leiten? Willkommen zurück. Das kann doch nicht wahr sein. Und auch heute zu Beginn des Spiels ein äußerst gutmütiges Na, Publikum. wie steht's denn? 0-0, die spielen sich einen Krampf zusammen. Da steht doch keiner. Das tue ich mir nicht länger an. Ich gehe lieber Akten wälzen. Mach das. Und? Geschockt, dass ich mal als Callboy gearbeitet habe? Nee, nicht geschockt. Ich finde das nur irgendwie ein bisschen... Ich hätte mir aussuchen können, mit wem ich was getrieben habe. Aber das waren doch alles Frauen, die sonst keinen mehr abgekriegt haben. Falsch. Das waren alles Geschäftsfrauen, die genau wussten, was sie wollten. Aha. Ich glaube, für mich wäre das nicht so auf Befehl miteinander rummachen. Naja. Ich fand's zwischendurch ganz nett. Jetzt echt? Aber da müssen doch Gefühle mit im Spiel sein. So wie bei dir und Nico. Ja, genau. Wenn ich mit Nico zusammen bin, dann gibt's nur noch uns beiden. Alles andere ist völlig egal. Hey, dich jetzt ganz schön erwischt. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Du willst nur deinen schnellen Spaß. Nein, eine Sekunde mal. So ist das ja nicht. Ich war auch schon mal verliebt. Ich hätte sogar fast mal geheiratet. Fast. Ja. Sie hat mich vom Standesamt stehen gelassen. Jetzt weißt du alles über mich. Aber von dir hast du noch gar nichts erzählt. Bei mir gibt's auch nichts zu erzählen. Doch klar. Wo bist du aufgewachsen? Wo hast du studiert? Warum bist du überhaupt Lehrerin geworden? Aufgewachsen bin ich in Ehlersdorf, in der Nähe von Rendsburg. Und dann habe ich in Hamburg und in Paris Französisch und Sport studiert. Und Lehrerin bin ich geworden, damit ich dir begegnen konnte. Ja, und warum bist du aus Hamburg weg? Ich meine, Hamburg ist eine tolle Stadt. Es gab keinen bestimmten Grund. Ich wollte mal was Neues sehen. Hat's mit deinem Ex zu tun? Nein, wie kommst du denn darauf? Ach, ich dachte nur, du hast doch Stress mit ihm. Also ich habe einmal ein Telefonat mitgehört, da habt ihr beide gestritten. Das sind alte Geschichten. Lass uns nicht mehr darüber reden. Okay. Ist irgendwas zwischen euch passiert? Zwischen wem? Na, zwischen dir und deinem Ex? Weißt du, meine Großmutter hat immer gesagt, eine Frau muss ein Geheimnis haben. Das macht sie attraktiver. Also du bist auch ohne Geheimnis attraktiv genug. Du weißt schon, was mit Jungs passiert, die zu viele Fragen stellen? Nein. Die werden ohne Widerrede ins Bett geschickt. Dankeschön. Trinkst du noch einen Wein mit uns? Oh, das würde ich sehr gern tun, aber ich glaube, ich werde schon erwartet. Hallo, Natalie. Hallo. Dann bist du natürlich entschuldigt. Wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Danke, euch auch. Sag mal, heißt das etwa, ihr habt euch wieder versöhnt? Ja, und die Holding hat mich wieder. Ich freue mich für dich. Na, Ansgar, kuschelst du dich in die tröstenden Arme deiner Braut?
Na, sieh mal einer an, unsere intrigante Giftspritze. Wer hätte gedacht, dass du mir mal einen Gefallen tust? Immer wieder gerne. Weißt du, ohne dich hätte ich vermutlich nie erkannt, wie kleinlich mein Streit mit meinem Vater war. Aber jetzt herrscht wieder Freude im Hause Lahnstein. Wird sich zeigen, wie lange das hält. Tja, Tanja, ich weiß, so eine Niederlage ist einfach schwer zu verdauen, besonders... Vor allem, wenn man selbst keine tröstenden Arme hat, die einen auffangen. Irgendwie hat das mit Max und mir nicht geklappt. Wir waren zu verschieden. Was weiß ich. Und danach warst du mit keiner anderen mehr zusammen? Jedenfalls nichts Festes. Aber es gibt doch bestimmt eine, auf die du stehst. Klar, die eine oder andere gibt's schon. Aber seit der Sache mit Max, weißt du, große Liebe, ich glaub nicht mehr dran. Hey, lass dich nicht von mir runterbringen. Das mit Nico und dir, das läuft doch prima, oder? Ja, eigentlich könnte es gar nicht besser laufen, aber sie können sich wenigstens mal melden. Glaub mir, sie vermisst dich genauso sehr wie du sie. Ja, das will ich schwer hoffen. So wie mit Nico, so war es mit keiner vorher. Fein. Oh. Das soll sie sein. Nico? Nicole, hi. Was? Du bist krank? Ja, ich werde es Gregor ausrichten. Sag ihr, sie soll morgen zu Hause bleiben. Gregor sagt, du kannst morgen zu Hause bleiben. Nee, ach, wir kriegen das schon hin, das ist überhaupt kein Problem. Ja, ciao. Kopf hoch. Sie wird sich melden. Also, erst wollt ihr die Holding gemeinsam leiten, dann schmeißt Ansgar den Job und jetzt ist auf einmal wieder alles im Lot? Ja, wir hatten unsere Differenzen. Aber die konnten wir glücklicherweise aus dem Weg räumen. Ach komm schon, zwischen euch hat es doch immer Streit gegeben. Dann wird es höchste Zeit, dass sich das ändert. Wo ist Ansgar überhaupt? Er wollte gleich kommen. Tut mir leid, ich bin zu spät, aber der Kurier hat gerade erst den Vertrag gebracht. Und, alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Das Geld wird transferiert, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Und das nimmst du einfach so hin? Du warst doch immer gegen den Kredit. Meine Meinung ist an dieser Stelle irrelevant. Das, was zählt, ist die Holding. Aber was am meisten zählt, ist, dass wir als Familie zusammenhalten. Solange wir an einem Strang ziehen, kann uns nichts passieren. Falls Sie sich verfahren haben, sollten Sie Ihrem Chauffeur ein Navi spendieren. Im Gegenteil. Ich bin genau auf dem richtigen Weg. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Mir? Danke. Kein Interesse. Das sollten Sie aber haben. Der Name Lahnstein sagt Ihnen doch etwas, oder? Ihr kommt wie gerufen. Wieso? Ist unser Kaffee etwa schon fertig? Ihr müsst einspringen. Was, wir sollen hier kellnern? Ja, Nicole ist krank und ich muss eben weg. Aber Christian ist doch da. Oder hast du die paar Gäste nicht im Griff? Kommt schon, ihr kennt's aus dem Club, ihr wisst, wie es funktioniert. Tut mir leid, aber ich muss auf den Bau. Was ist mit dir, Coco? Eigentlich wollte ich einkaufen gehen. Ohne dich bin ich aufgeschmissen. Okay. Danke. Dann würde ich sagen, machst du mir doch gleich mal so einen Milchkaffee zum Mitnehmen. Idiot. Du hast echt was gut bei mir. Ich wüsste doch schon was. Machst du dem Herrn vom Bau auch einen Milchkaffee? Hi! Da bin ich wieder. Allein? Du hast ja Paul gelassen. Der kommt gleich. Verstehe. Ja, das gute alte Versteckspiel. Hi. Hallo. Wie war denn euer Ausflug? Es war perfekt.
Die süße kleine Pension und die Stadt war wirklich entzückend und vor allem hat uns niemand gekannt. Das machen wir so bald wie möglich wieder. Auf jeden Fall. Es hat so gut getan. Ich freue mich, dass ihr so eine schöne Zeit hattet. Vor allem hatten wir zum ersten Mal keine Angst, dass uns jemand erwischt. Wann kommt Paul denn zurück? Keine Ahnung, aber ich hoffe, heute Abend ist er wieder zu Hause. Tagelang nur Volleyball. Mann, der muss echt einen Schuss haben. Meinst du, ich soll ihm sein Lieblingsessen kochen? Klar, der hat bestimmt Kohldampf. Hättest du was dagegen, wenn ich Konstantin dazu einlade? Ach, Quatsch. Aber hast du schon mit Arno gesprochen? Ach, der ist heute Abend nicht zu Hause. Und Konstantin ist bestimmt froh, wenn er nach so einem langen Turnier was Richtiges zu essen bekommt. Ich glaube auch. Und er hat auch bestimmt keinen Bock mehr auf Tiefkühlpizza. Oh, meine Schicht fängt an. Ich gehe nachher einkaufen. Tschüss. Ciao. Ach, auch das noch. Hallo, ich wollte wissen, ob Paul da ist. Seid ihr schon zurück? Wie zurück? Ich denke, ihr beide wart auf dem Turnier. Was denn für ein Turnier? Sag an. Ein Milchkaffee. Ja, was noch? Nichts, das war's. Wie, das alles? Tja, scheint, als wäre die Meute endlich versorgt. Boah, Gott sei Dank, ich dachte, das hört heute nie auf. Lecker. Ja, steht hier. Was? Ach, nichts. Entschuldigung, habt ihr auch Pfirsichsirup im Verkauf? Ich komme. Soll ich das nicht lieber machen? Du kennst dich doch gar nicht aus. Ich mach das schon. Da hinten wollte jemand zahlen. Sag mal, was ist hier eigentlich los? Was soll sein? Der Typ eben hat mich die ganze Zeit so blöd angegrinst. Ja, genau wie du jetzt. Halt mal still. Du hast ein bisschen zu tief in die Tasse geschaut. Blöder, das kriegst du zurück. Nico, Hallo. ich hab dich so vermisst. Das sah aber gerade nicht so aus. Ich bin wieder da. Paul, Ich dachte, du hast Schicht. ich habe mir freigenommen. Ich wollte da sein, wenn du zurückkommst. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Und? Wie war's? Super. Ich gehe noch mal auspacken. Habt ihr gewonnen? Nee, wir sind im Halbfinale ausgeschieden, aber das war echt knapp. Hat Konstantin gut gespielt? Ja, der war genial. Der hat einen Ball nach dem anderen geblockt. Was steht ihr denn alle hier so rum? Wann hörst du auf, mich anzulügen? Wieso anlügen? Konstantin war hier und er wusste nichts von einem Turnier. Und dann habe ich deinen Trainer angerufen und er wusste auch nichts davon. Komisch, oder? Ja, Paul, wo warst du?